Ja. Nice. Ja. Die Betonung liegt auf nice. Meine eigene Maske ist auch raus. Ja, braucht man ja leider. Corona. Was soll's. Ja. Aber jetzt mal zum Hauptpunkt. Ich habe ein geiles Battle. Viele fragen sich das immer und ich dachte, jetzt mache ich mal das Video. Und zwar, welcher Duft ist besser? Parfüm Mali, Kalan oder Baccarat Rouge 540 von Kurkdjian. So. Es wird ja viel behauptet, dass das Duftzwillinge sind. So. Ich habe ja jetzt beide schon in der Vergangenheit vorgestellt. Und ja, nehmen wir mal den Kalan als erstes. So, erstmal ein hammergeiler Duft. Ich wollte ihn ja immer nicht kaufen, weil alle gesagt haben, der riecht wie Baccarat Rouge. So, das Eau de Parfüm. So, ich habe das Eau de Parfüm. Nicht das Extrakt. Ich finde, das Eau de Parfüm ist definitiv besser. Auch von der Haltbarkeit, bei mir persönlich. Ja, aber zu Kalan. Er ist pfeffrig, würzig und hat zu 15%, und jetzt kommt zu 15%, 15-20% ein Touch vom Baccarat Rouge. Mehr nicht. Das war's. So. Also nichts mit, das ist ein Duftzwilling. So. Und deswegen bin ich froh, dass ich ihn tatsächlich doch gekauft habe, weil er ist wirklich hammergeil. Hammergeil. Dieser schwarzer Pfeffer, glaube ich, da drin ist, hier ist ja viel drin, denn die Würzigkeit absolut genial. Also er ist wirklich gut. Hat eine Haltbarkeit von, das ist immer verschieden, 8 bis 10 Stunden. Eine gute Ausstrahlung am Anfang, also richtig gut. Und der Flakon, Leute. Guckt euch mal den Flakon an. Also richtig gut. Für mich einer der besten nach Layton. Layton ist für mich der beste. Und wie gesagt, der Layton Exclusive ist auch nicht schlecht, aber ich finde den Layton persönlich besser. Und dann kommt auch gleich Kalan. Tja, so. Aber jetzt der Baccarat Rouge. Wie gesagt, der Kalan ist sehr würzig und pfeffrig. Das ist hier nicht der Fall. Komplett anders. So, nur weil man hinten ein bisschen, ich meine, das ist, er sagt ja nicht ihr, aber es gibt ja Seiten, wo Leute, ich meine, ich frage mich so und so manchmal, was die riechen. Natürlich, ich bin der persönlichen Meinung, dass man das so und so auf manchen Seiten ändern sollte, ohne Namen jetzt zu nennen, sondern ein Duftzwilling und ein ferner Verwandter ist doch eher. Natürlich, weil ein Zwilling ist ja immer, dass es schon ziemlich gleich ist. Und er ist ein naher Verwandter, sagen wir mal so, von Baccarat Rouge. Das war's. Dieser Duft ist aber ziemlich, ja, als wenn du aus dem Labor kommst, von Zahnarzt. Ich sage ja immer schon meinen Spruch, du gehst oder du kommst von Zahnarzt, gehst über die Kirmes, weil gerade Jahrmarkt da ist, Kirmes, Jahrmarkt, wie das in Deutschland jeder sagt. Ja, und dann gehst du an einen Stand, wo es Popcorn gibt oder auch Zuckerwatte. Ja, und du findest die Dame, die da arbeitet, so geil, dass du sie auf jeden Fall am liebsten flach legen möchtest gleich und hinter der Theke mit ein Kondom. Ne? Also so, das ist der riecht nach Zahnarzt, der riecht nach Gummi, der riecht nach süß, nach Kirmes, Jahrmarkt, wie auch immer. Und das ist das. Das ist das Ding. Komplett anders. Hier ist Pfeffer. Hier ist überhaupt nichts mit Pfeffer. Und hier ist übrigens noch Safran drin und hier ist kein Safran drin. So. Hier sind 4 Sachen drin, glaube ich. Nur ich habe die jetzt nicht auf dem Kopf. Safran, egal, auf jeden Fall, ja, es ist schon ein anderer Duft. Also, die Frage kommt, ach so, Haltbarkeit hier, das ist bei mir unschlagbar, den rieche ich nach 3 Tagen noch, ich habe immer, egal wie viel Düfte ich danach raufsprühe, ich habe immer den, wenn irgendwo auf den Klamotten war, den in der Nase. Also, und man kann den auch, hier ist sowas ähnliches drin wie bei den Moleküldüften, den kann man auch leiern. Ob man natürlich so einen teuren Duft leiern möchte, ist die zweite Frage. Es sind natürlich beides Nischendüfte und beide nicht gerade billig. Ne? Da redet man hier von 200, naja, das sind fast ähnlich. Also 200, der Kalan ist immer ein bisschen teurer. 220 €, keine Ahnung, ungefähr. Hier sind es aber 270.
Egal. Ich werde sie so gut wie es geht, wenn ich sie finde, in meiner Beschreibung verlinken. Schaut mal rein. Ja, und die Frage kommt auf, braucht man sie beide? Ich persönlich sage, ja, braucht man. So, wenn man richtig Duftfan ist, weil sonst, dafür ist das sonst zu teuer. So für nebenbei geht nicht. Aber dann braucht man wirklich beide. So, weil das ist hier was anderes. Das ist was anderes. Tief im Winter oder wenn man würzig, wenn man nach Pfeffer, ich bin ihr wisst, kein Pfefferfan, ihr wisst es. Aber wenn man danach riechen möchte, dann ist der geil. Und dann die Würzigkeit. Ich habe noch nie so einen Duft, der so würzig, der riecht jetzt hier auch. Aber der ist schon sehr schwer. Also Leute, die beiden sind auf jeden Fall sehr geil. Und ja, ich stelle jetzt mal hin, ich kann die euch beide ans Herz legen. Sie sind teuer, sie sind aber sehr, sehr gut und sie halten einfach beide gut. Natürlich, der Baccarat Rouge hält bei mir, jedenfalls persönlich, und das, was ich auch gehört habe, bei anderen um einiges länger und die Ausstrahlung ist auch sehr stark. Es gibt auch Leute, die sagen, die Ausstrahlung rieche ich gar nicht. Das finde ich absolut, also das ist wirklich Blödsinn, weil der ist wirklich präsent, man nimmt den wahr. Und ja, teuer, aber gut. Wirklich. Wirklich teuer, aber gut. Ich habe jetzt mal Nischendüfte vorgestellt, weil ich glaube, viele beschweren sich mal, warum kommen nicht so viele Nischendüfte? Ja, das kommt nochmal darauf an, was. Die Leute wollen in Deutschland, das ist hier nicht USA, das ist auch nicht hier Kanada oder wo auch immer, Frankreich. Nein, das ist hier Deutschland. Und die Deutschen, ohne das hier schlecht zu machen, und das ist schon wieder eine Predigt oder so, das soll auch gar nicht abdürften, aber das ist nun mal Fakt so, dass die Deutschen am liebsten ganz wenig ausgeben wollen. So, und dann beschweren sie sich noch. Das ist ja der Hauptpunkt. Das ist ja hier, das ist leider so. Es ist schlimm, aber das ist in allen Sachen so. So, das ist jetzt ein langes, ich will gar nicht so viel abschweifen, ob das jetzt eine lange Story ist oder so, aber das ist einfach so, dass das in Deutschland schwieriger ist. Auf einer Hinsicht wollen sie Nischendüfte haben, aber wenn man Nischendüfte präsentiert, guckt kein Schwein das Video. Weil, ne, brauchen wir nicht angucken, ist so zu teuer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier bin ich auf jeden Fall stolz. Ich habe jetzt erstmal getestet, wie die werden und machen lassen und so weiter. Meine Maske, Fragrance Dog, Mundschutz, das ist ja leider auch in. Was heißt in? Blöder, schwachsinnig gesagt. Ist leider Gesetz, dass man das jetzt machen muss und was soll's. Dafür habe ich es jetzt. Fragrance Dog. FD für Fragrance Dog und ja, richtig nice, finde ich. Richtig gut geworden. Also die Firma, die das gemacht hat, herzlichen Dank, ne? Richtig gut. Ja, und dann schauen wir mal, was so kommt in ferner Zukunft und so weiter und so fort. Ja, das war's dann wieder, wie gesagt. Und für alle Neuen übrigens, bleibt auf diesem Kanal, würde mich freuen, weil hier bekommt ihr so gut wie es geht immer Düfte um die Ohren gehauen, also Reviews. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich dabei bleibt und mich abonniert und so weiter und so fort. So, und für alle Alteingesessenen, bis zum nächsten Mal. Fragrance Dog.